Zum Wochenfazit der 3. Juliwoche 2022 und es lautet: Im Rahmen bleiben. Wir fanden dieses Wort im Rahmen einfach ein sehr schönes Bild auf unsere persönliche Berufung, aber auch auf das, was uns als Firma eben ausmacht, was wir gerade auch nochmal neu definieren wollen, was das Besondere an WeakView und an unserem Konzept ist und was uns unterscheidet von den anderen allen. Aber dasselbe gilt ja vor allen Dingen auch im persönlichen Bereich. Rahmen ist ein schönes Bild für Fokussierung, aber auch für Freiheit. Es ist vielleicht von vielen als Begrenzung, auch wird als Begrenzung wahrgenommen und dass man irgendwo ja alles haben möchte. Aber im Grunde genommen wären wir doch total überfordert. Ja, und eigentlich bringt das, dass wir eben nicht unbegrenzt Möglichkeiten haben, sondern dass wir eben genau auf das, was wir jetzt haben und sind, eingeengt sind. Genau das bringt eigentlich die Möglichkeit, wirklich unsere Gaben zu entwickeln. Es ist fast ein bisschen eben das Gefühl von Heimeligkeit, von zu Hause. Ich weiß eben, das kann ich, aber das andere kann ich eben nicht. Ich habe eben nicht die Möglichkeiten, alles zu können und ich würde mich auch total verzetteln da drin. Das ist eben die große Gefahr. Ein Rahmen macht eben ein Bild schön, das normalerweise nur Leinwand ist, aber durch den Rahmen bekommt es eben Festigkeit und kommt das Bild wirklich viel stärker und schöner zum Ausdruck, oder ein Diamant wird erst was, indem er eben in der Fassung ist. Und so wird unser Leben erst dann schön, unsere Gaben kommen erst dann wirklich zur Geltung, wenn wir den Rahmen kennen. Und so ist es der erste Punkt, eben herauszufinden, ja, was ist eigentlich das, was mich besonders macht, das, was ich geschenkt bekommen habe. Und da ist eben jeder anders. Das ist eben wichtig zu erkennen. Man hat eben nur einen Teil, ja, ein Auge kann eben sehen, ein Mund reden, aber jedes Körperteil ist in sich völlig unterschiedlich. Und wie Einstein schon sagte, wenn man einen Delfin daran misst, wie gut er auf den Baum klettern kann, dann wird er also nicht gut abschneiden. Und das müssen wir verstehen, dass wir nicht alles können müssen, ja, sondern dass wir eben besonders sind und es gilt, dies herauszufinden. Wir sind vor allen Dingen erstmal begrenzt durch unseren Körper, auch durch das, wie wir aufwachsen. Auch wenn jemand behindert ist, ist nicht hier das Leben zu Ende, sondern es gibt viele Möglichkeiten. Wir sehen das an einem Nick Vujicic, der obgleich stark behindert in der ganzen Welt war, vor vielen Tausenden, Hunderttausenden von Menschen gesprochen hat und sie motiviert hat. Also die Behinderung ist überhaupt kein Handicap, um nicht auch diese Gaben, die da sind, die Möglichkeiten eben zu nutzen. Also insofern ist es zuerst mal dieses Erkennen und sich auch mit dem abfinden, was man hat und nicht immer die anderen Sachen zu wollen. Wenn man die hätte, wenn man jetzt größer werden will und kleiner oder blond oder schwarz, immer was anderes, was man eigentlich ist, dann ist man einfach im Clinch mit der Natur und das funktioniert einfach nicht oder nicht ohne Anstrengung. Insofern geht es zuerst mal darum, wirklich das auch zu sehen, zu erkennen, was man geschenkt bekommen hat und da drin wirklich treu zu sein. Ja, und das wollen wir auch natürlich als WeakView und wir müssen nicht 1000 Sachen haben, sondern wir müssen eben das Wenige, was uns ausmacht, was uns speziell macht, das eben zum Ausdruck bringen und das perfektionieren und das auch rüberbringen, das den Menschen auch vermitteln. Und das
ist jetzt so ein bisschen auch die Aufgabe von diesen nächsten Wochen, dass wir das nochmal klar zum Ausdruck bringen wollen, dass es uns eben geht, sag's mal kurz, eben um die 2 lebenswichtigen Rhythmen, ja, die wichtigsten, nämlich die Woche und das Quartal, aber dann auch der EPTW-Zyklus, der für beide einfach eine optimale Prozessschrittfolge festlegt mit Erkennen, Planen, Tun, Wurzeln, was einfach eine große Hilfe ist, um sein Leben wirklich fruchtbar werden zu lassen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein gesegnetes Wochenende und ja, bis bald mal. Vor allen Dingen denkt darüber nach, was einfach euer ganz persönliches Ding ist, was euer Rahmen ist, der euch gesteckt ist, und geht da drin, nutzt den aus, seid zufrieden da drin und macht das Beste daraus. In diesem Sinne, euer Nikolaus Obersteiner.